Heute sind wir in Suomenniemi, genauer gesagt im Bauernhofmuseum Lyytikala, ein Bauernhof aus dem 18. Jahrhundert, und ich werde euch etwas mehr über die Geschichte erzählen. Lyytikala ist ein Bauernhof in der südostfinnischen Gemeinde Suomenniemi, der sich über fast 200 Jahre im Besitz derselben Familie befunden hat. Diesem Umstand ist es zu verdanken, dass die Gebäude des Hofes und sogar die Inneneinrichtung der Wohngebäude nahezu unverändert erhalten geblieben sind. Aus diesem Grunde ist der Bauernhof Lyytikala auch ein besonders kostbares Beispiel für die volkstümliche Lebensweise und agrargeprägte Arbeitswelt vergangener Zeiten in Finnland. Die Geschichte von Lyytikala konnte bis zum Ende des 18. Jahrhunderts zurückverfolgt werden. Der Aufstieg von Lyytikala zu einem großen Gut vollzog sich größtenteils unter dem Hausherrn Philipp Lyytikainen von den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts bis zum Beginn dieses Jahrhunderts. Unter seinem Besitz wurde Lyytikala in einen Erbhof umgewandelt und der Gebäudebestand wurde um etwa 10 neue Gebäude erweitert. Dadurch erhielt Lyytikala seinen jetzigen Charakter eines um den rechteckigen Hof gruppierten geschlossenen Hofmilieus. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war dann Lyytikala mit seinen nahezu 400 Hektar eines der größten Güter der Landgemeinde Suomenniemi geworden. Im Jahre 1984 verkaufte die Erbgemeinschaft die Gebäude des Hofs mitsamt dem Mobiliar an das Zentralamt für Museen und Denkmalpflege. In den Jahren 1985 bis 1989 führte dann das Zentralamt umfangreiche Renovierungsarbeiten auf dem Hof durch und brachte die Gebäude in den Zustand, in dem sie sich in den 1950er Jahren befunden haben. So sieht das Ganze von oben aus. Da die Winter in Finnland sehr schneereich sind, hat man früher die Gebäude sehr dicht aneinander gestellt, weil es so einfacher war, den Schnee zu räumen und die Wege freizuhalten. Es gab damals noch keine Maschinen. Das Wohngebäude stammt aus dem Jahr 1867. Unter dem Vordach der Scheune finden wir noch einige Werkzeuge aus der damaligen Zeit. Früher wurden sie alle mit Pferden gezogen. Hier sehen wir den Brunnen, die alte Sauna und daneben ist eine Hütte für Wartungsarbeiten. Lasst uns mal in die Stube gehen. Die Söhne des Hauses und das Gesinde schliefen früher in der Stube. Der alte Hausknecht hatte sein Bett hinter dem Ofen in der Ecke. Die Bauweise des Ofens war früher typisch für Südfinnland. Er stand in der Mitte des Hauses direkt neben der Tür. Die Rauchklappen wurden mit Stangen aus Holz geöffnet und geschlossen. Auch ich habe früher auf so einem alten Bauernhof gelebt.
In dieser Zeit habe ich sehr viel über die Geschichte von Finnland gelernt. Jetzt gehen wir einmal auf die andere Seite in die Speisekammer. Hier wurde alles zubereitet, aber gekocht, gebraten und gebacken wurde in der Stube. Durch die Luke im Fußboden wurden die Abfälle entsorgt. Es wurde einfach alles dort hineingekehrt. Damals gab es noch keine Kunststoffe, nur organische Abfälle und Porzellan. Und der Hofjunge musste immer unter das Haus und das Ganze dann rausräumen. Weiter geht es im Schlafzimmer der Hausherrin. Direkt nebenan war das Zimmer der Haustöchter, welches allerdings später umfunktioniert wurde zum Salon des Hauses, wo die teuersten Möbel und Sachen aufbewahrt wurden. Seit dem Beginn des letzten Jahrhunderts wurde in diesen beiden Räumen nichts mehr verändert. Alles ist so, wie es damals war. Die bunten Gläser in den Scheiben sind wahrscheinlich dasselbe Glas, wie es in der Kirche von Suomenniemi zu finden ist. Wir sind jetzt am Ende des Videos angelangt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir bitte einen Daumen nach oben da. Ich würde mich natürlich auch über ein Abo freuen. Die Adresse von dem Museum findet ihr in der Beschreibung des Videos. Schaut doch mal vorbei. Es liegt zwischen Mikkeli und Lappeenranta. Man kann es gar nicht verfehlen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.